Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Holger Scholze und ich möchte mit Ihnen gemeinsam heute mal ein Thema näher beleuchten, was oft mit vielen Klischees behaftet ist oder auch von Vorurteilen geprägt wird. Es geht um medizinisches Cannabis. Zwei der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet sind jetzt hier zugeschaltet in dieser Videokonferenz. Zum einen Herr Dr. Franz Josef Rothenhermen. Er ist praktizierender Arzt, Berater der Politik, Autor mehrerer Bücher und wie gesagt im gesamten Land und darüber hinaus sehr, sehr anerkannt. Und der zweite Vertreter kommt aus dem Bereich der Industrie. Es ist Dr. Stefan Feuerstein, seinerseits auch bei der AMP German Cannabis Group unterwegs. Und insofern haben wir also hier die Möglichkeit, alle möglichen Facetten zum Thema zu beleuchten. Eingangs möchte ich zunächst Herrn Dr. Rothenhermen mal darum bitten, die Begriffe ein wenig zu sortieren. Denn wir sprechen oft über Cannabis in verschiedensten Zusammenhängen. Wir sprechen über Marihuana, zumal das eine vom anderen zu unterscheiden vielleicht für viele schon mal schwierig sein dürfte. Vielleicht ist es sogar synonym zu verwenden. Aber jetzt soll es ja hier um medizinisches Cannabis gehen. Und hier müssen wir eine ganz klare Abgrenzung vornehmen und darum möchte ich Sie zunächst erst einmal bitten. Ja, also Cannabis ist im Grunde ganz einfach der lateinische Name für Hanf. Und traditionell werden Hanfprodukte mit reichem THC-Gehalt, die wir hier normalerweise in Europa als Cannabisblüten bezeichnen würden, traditionell in den USA oder Nordamerika als Marihuana bezeichnet. Das heißt, man spricht dort von Marihuana bei illegalem Marihuana oder illegalem Cannabis und Medical Marihuana, wenn es um medizinisches Cannabis geht. Und teilweise wird der Begriff aus Europa jetzt auch nach Nordamerika importiert, dass man dort von Medical Cannabis spricht. Aber selbst in der Gesetzgebung und so weiter ist der Begriff Marihuana, Medical Marihuana sehr gebräuchlich, während es in Europa immer Cannabis heißt. Also Cannabis sativa L ist einfach nur der lateinische Name für die Hanfpflanze und die kann THC-reich sein oder es kann die Nutzpflanze sein und das muss man halt dann entsprechend unterscheiden. Und was ist nun das Besondere bei medizinischem Cannabis? Darum geht es ja, dass viele Menschen hier alles Mögliche hineininterpretieren, aber es gibt ja hier ganz feine, aber sehr wichtige Differenzierungen vorzunehmen. Ja, also auch da ist der Unterschied nicht so groß. Die medizinischen Cannabissorten stammen normalerweise von illegalen Sorten ab. Ja, vorher war es ja illegal und irgendwo müssen die ja herkommen. Die werden ja nicht aus der Welt gezaubert, ja, aus der Luft gezaubert, sondern die stammen von illegalen Produkten ab. Der Unterschied wird natürlich sehr sein, dass man auf bestimmte Qualitätskriterien achtet. Ja? Standardisierte Herstellung, biologischer Anbau, keine mikrobielle Verunreinigung und so weiter. Ja? Also das heißt, der Ursprung ist der gleiche, aber sicherlich kann man bei Cannabis aus der Apotheke davon ausgehen, dass hier bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden, die bei illegalen Produkten sicherlich nicht immer eingehalten werden. Geht das so weit, dass möglicherweise die rauschfördernden Substanzen dort eliminiert wurden im Vorfeld oder liegt im Grunde, mal abgesehen von den genannten Qualitätskriterien, ein ähnliches Produkt vor? Nein, die Produkte sind immer nur die gleichen. Wir haben mittlerweile in Deutschland mehr als 30 verschiedene Sorten zur Verfügung und die haben zum Teil sehr hohe THC-Gehalte, also das ist dieser psychedelisch wirkende Inhaltsstoff, also bis zu 23-24% kann das gehen. Und wir haben unterschiedliche Gehalte an CBD, Cannabidiol, was eben den psychedelischen Wirkungen gegenwirkt, aber auch bestimmte medizinische Eigenschaften hat. Das heißt, THC, was psychedelisch wirkt, hat medizinische Eigenschaften, CBD ebenfalls, wirkt nicht psychedelisch. Und wir haben Cannabis-Sorten mit unterschiedlichen THC- und CBD-Gehalten, teilweise THC-Gehalte von 1%, aber meinetwegen 10% CBD. Das gleiche auch andersrum, also 10% THC, 1% CBD. Das heißt, wir können als Mediziner auf das gesamte Spektrum zurückgreifen. CBD und THC haben unterschiedliche Wirkungen, zum Teil ähnliche, zum Teil antagonisieren sie sich aber auch. Zum Beispiel THC wird durch CBD hinsichtlich der appetitanregenden Wirkung reduziert. Ja.
Und in welcher Form liegt das vor, wenn es eben auch medizinisch zur Anwendung kommen sollte? Ist das ein Pulver? Ist das etwas, was man in Form eines Öles vielleicht sogar überreicht bekommt? Mhm. Oder in welcher Substanz wird das eingesetzt? Also ganz grob gesagt kann man Extrakte unterscheiden, die oral, meinetwegen in Tropfenform oder Sprayform eingenommen werden, in den Mund gesprüht werden, und die normalen Cannabisblüten, die man auch so eher nicht von normalen Marihuana unterscheiden kann. Ja, also man hat normalerweise die weiblichen Blüten als Cannabisblüten, die man dann in 15, 20 Gramm Dosen in der Apotheke bekommt, die dann überwiegend inhaliert werden, aber auch zum Beispiel als Teezubereitung eingenommen werden können. Ja, das sind im Grunde die Unterscheidungen. Es gibt dann bei den Extrakten zugelassene Präparate, zum Teil auch kapsuliert. Und es gibt dann Extrakte, die als Rezepturarzneimittel in der Apotheke hergestellt werden. Ich bedanke mich erstmal für diese einleitenden Einordnungen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, bevor wir jetzt hier in die Tiefe hineingehen. Denn jetzt möchte ich mal dazu übergehen, Sie zu fragen, wie denn die medizinische Anwendung konkret aussieht. Also wie ist dort der aktuelle Stand der Forschung, wenn man so will? Ja, also das Spannende bei Cannabis ist ja im Grunde, dass wir jetzt, wenn wir mal CBD und THC betrachten, dass wir zwei Moleküle haben, die ein so breites pharmakologisches Wirkspektrum haben wie keine andere bekannte Substanz auf der Welt. Ja? Wenn wir mal allein THC anschauen, THC hat schmerzlindernde Eigenschaften, appetitsteigernde Eigenschaften, Übelkeit hemmend, antispastisch, antidepressiv, ähm, Augeninnendruck senkend, Bronchien erweiternd. Also wir können jede Menge Wirkungen aufzählen. Ähm, für CBD sieht es so aus, dass wir auch ein breites Wirkungsspektrum haben. Nicht so groß wie bei THC, aber auch sehr breit. Das Problem bei THC ist jetzt, wir haben nur bei wenigen Indikationen eine gute wissenschaftliche Datenlage. Ja? Also wir haben normalerweise ein Naturprodukt, und wer soll schon Interesse daran haben, ein Naturprodukt, das er nicht so vermarkten kann, mit einem Copyright sozusagen, da große Forschung zu investieren. Ja, das heißt, wir haben im Grunde bei 4 Indikationen ganz gute Datenlage. Das sind chronische neuropathische Schmerzen. Also neuropathisch heißt, dass die Schmerzen aufgrund von Nervenverletzungen zustande gekommen sind, meinetwegen durch eine Verletzung oder durch eine Entzündung. Wir haben ganz gute Datenlage bei Spastik von Multiple Sklerose-Patienten, ganz gut bei Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust bei HIV-AIDS-Patienten und bei Übelkeit und Erbrechen von Patienten mit Krebschemotherapie. Das sind so die 4 Indikationen mit ganz guten Daten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Indikationen, wo wir durchaus kleinere klinische Studien haben, die deutlich zeigen, dass hier ein großes Potenzial ist. Also beispielsweise Morbus Crohn, Migräne. Also da gibt es einiges, posttraumatische Belastungsstörung und so weiter. Und der wissenschaftliche Streit geht oft darum, was ist vergleichsweise gut anerkannt und was noch nicht. Also da ist dann die Meinung dann doch etwas auseinanderliegend, ja. Das sind jetzt so die Forschungsergebnisse, Forschungserkenntnisse, die bereits vorliegen. Aber wo wird denn medizinisches Cannabis in der Praxis jetzt schon eingesetzt? Welche Krankheitsbilder sind dort vielleicht besonders zu nennen, auch vielleicht sogar als ergänzende Methode, hier den Patienten helfen zu können? Ja, also in der Tat ist das ein wichtiges Stichwort. Also oft wird Cannabis zusätzlich verabreicht. Ja? Also nehmen wir mal einen Schmerzpatienten, der schon mit Opiaten behandelt wird. Die Opiate reichen aber nicht aus, um die Schmerzen vollständig zu lindern. Und der bekommt zusätzlich Cannabis. Dadurch werden die Opiate besser verträglich. Die Wirkung wird addiert. Oft kann aber Cannabis die Opiate vollständig ersetzen. Ja? Also Schmerzerkrankungen sind normalerweise, wenn man Umfragen sich anschaut, egal wo das gemacht wird, meist so 2/3 oder 60% aller Erkrankungen, die mit Cannabis oder Cannabisprodukten behandelt werden. Danach kommen häufig psychiatrische Erkrankungen. Psychiatrische Erkrankungen waren früher ein Tabu.
Also als ich vor über 20, 25 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, war es wirklich so, dass man sagte, nein, Cannabis für psychiatrische Erkrankungen geht gar nicht, weil das verschlimmert ja psychiatrische Erkrankungen. Wir sehen aber heute, dass es bestimmte Erkrankungen verschlechtert, also meinetwegen Psychosen, aber bei bestimmten anderen Erkrankungen, zum Beispiel Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen oder Depressionen, sehr gut wirksam sein kann. Ja. 3 wichtige weitere Indikationen sind chronisch entzündliche Erkrankungen, Appetitlosigkeit jedweder Art und Übelkeit und Erbrechen jedweder Art. Dann kommen dazu noch einige andere neurologische Erkrankungen, Spastik bei MS hatte ich erwähnt, aber auch Epilepsie. Das heißt, wir haben Schmerzerkrankungen, Psychiatrie im Vordergrund und dann noch einige andere zusätzliche Indikationen, die auch sehr spannend sind und wo auch noch viel beforscht werden wird. Das heißt, man kann vielleicht sogar davon sprechen, dass je öfter das zur Anwendung kommt, natürlich auch Erfahrungen gesammelt werden, um dann auch es etwas genauer dann zu dosieren oder auch etwas zielgerichteter dann auch wiederum in der Praxis anwenden zu können. Das heißt, es ist natürlich hier auch ein Wechselspiel dieser Dinge neben der vorhin schon genannten Forschung. Ne? Ja, also viele Ärzte scheuen davor zurück, weil sie nicht genau wissen, wie ist das regulativ geregelt, was muss ich tun, wenn ich eine Cannabis-Therapie beginne, wie ist die rechtliche Lage. Die Therapie selbst ist gar nicht so kompliziert. Man muss sich einfach vorstellen, dass die Wirksamkeit von Cannabis von Person zu Person sehr unterschiedlich ist und auch die Verträglichkeit. Das heißt, es gibt eine einfache Regel, klein anfangen, langsam steigern. Und bei klein anfangen gibt es eine ganz klare Dosis, das liegt bei 200 Milligramm ungefähr, 2 Milligramm, 3 Milligramm THC und dann langsam steigern um eine Einheit, also 2,5 Milligramm, alle 1, 2, 3 Tage und dann schauen, wann tritt die Wirkung ein oder wann wird es unangenehm, wann treten Nebenwirkungen ein. Das heißt, das therapeutische Herangehen ist relativ simpel, ja? Aber die Regulation, die Rechtslage, das schreckt dann häufig dann ab. Ist also auch individuell von Patient zu Patient höchstwahrscheinlich unterschiedlich, auch je nachdem, welches Körpervolumen jemand hat oder wie stark eben solche Mittel bei dem einen oder anderen eher aufgenommen werden, bei dem anderen etwas länger brauchen. Also so ist es. Der Mensch ist ja, jeder Mensch ist ja ein Individuum und da kann ich mir vorstellen, dass sich dort also das medizinische Personal erstmal vorsichtig rantasten muss. So haben Sie das zumindest gerade beschrieben. Ne? Also die Regel heißt Start low, go slow. Ja? Weltweit die einheitliche Regel für Cannabis-Therapie. Und leider ist es so, dass ein Persönchen von 50 Kilogramm eventuell deutlich mehr benötigt oder verträgt als ein muskelbepackter 100 Kilo Mensch. Das kann man vorher nicht wissen, deswegen gilt immer die Regel, klein anfangen und dann gucken, was passiert. Kommt die Nebenwirkung zuerst oder kommt zuerst das, was ich möchte? Zudem ist es so, dass das, was bei einem Patienten erwünscht sein kann, der andere gar nicht mag. Also wenn jemand zum Beispiel mit seinen Pfunden kämpft und dann der Appetiteffekt eintritt und er will nur seine Schmerzen lindern, dann wird ihn das nicht freuen. Ja? Also das, was bei einem erwünscht ist, kann bei einem unerwünscht sein. Ja? Oder manchmal haben wir bei THC eine sedierende Wirkung. Das ist für den mit Schlafstörungen sehr schön. Aber der einfach sowieso gut schläft, der findet das vielleicht gar nicht schön und denkt einfach nur, das macht mich müde. Ja? Also das muss man auch wirklich individuell schauen, was wird vertragen, was wird gewünscht, wie viel brauche ich. Das muss individuell geschaut werden. Um vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel herauszugreifen, möchte ich mal eine Studie ansprechen, die in diesem Jahr herausgekommen sein soll, zumindest nach meinen Nachforschungen. Da geht es um die konkrete Anwendung und Wirksamkeit bei Migräne. Und davon sind ja nun Millionen von Menschen weltweit betroffen. Insofern vielleicht für diese Patienten ein Hoffnungsschimmer. Was können Sie uns darüber sagen? Also im Grunde ist Migräne eines der ältesten Einsatzgebiete von Cannabis. Also wir haben mehrere Berichte aus dem 19. Jahrhundert, also 1850, 1870 in der Zeit, wo Cannabis als eines der besten Migränemittel angesehen wurde. Das Problem damals war, dass die Verwendung abnahm, weil man die Präparate nicht standardisieren konnte. Ja, das THC war noch nicht isoliert, entdeckt.
und im Gegensatz zum Beispiel zu Opiaten. Und deswegen verschwand das nach und nach aus der Medizin. Man wollte nicht überdosieren, unterdosieren und so weiter. Man hatte keine standardisierten Produkte. Und jetzt wird sozusagen die Forschung wieder neu angeworfen und man guckt so, als hätte das vorher nie gegeben. Ja? Also man sieht, wie bekannte Professoren wie Sir Reynolds, der Königin Victoria behandelt hat damals, der begeistert von Cannabis bei Migräne redet. Und das ist vergessen heute. Ja? Und deswegen machen wir neue Forschung. Das Interessante bei Migräne ist, wir haben in der Tat 2017 eine erste placebo-kontrollierte Studie bei Migräne gehabt, die schon sehr starke Hinweise gegeben hat. Wir wissen den Wirkmechanismus bei Migräne. Wir wissen, dass das Endokannabinoid-System, also dass unser körpereigenes Cannabinoid-System bei Migräne gestört ist. Das heißt, wir wissen, was THC da veranstaltet bei dieser Migräne. Es hat einen ausgleichenden Effekt. Man kann Migräne als Endokannabinoid-Mangelsyndrom sozusagen bezeichnen, genauso wie Reizdarm, eine andere Erkrankung, sodass man es erklären kann und man es in der Realität auch so sieht. Ja, also die neue Studie ergänzt das nur, was wir vorher schon wissen. Ja, und das hatte ich eben schon angedeutet. Es ist immer die Frage, ab wann akzeptiert die Medizin, die Wissenschaft jetzt, das ist jetzt gesichert oder da muss noch mehr passieren. Für mich ist es einfacher. Ich habe jetzt mehrere Migränepatienten in meiner Behandlungszeit behandelt und habe tolle Erfolge gesehen. Deswegen ist für mich das nicht schwierig, das zu begründen und zu sagen, wenn jemand kommt mit Migräne und hat gesagt, ich habe Erfahrung gemacht, ich war in Holland, ich habe dann mal konsumiert und habe festgestellt, es wirkt und denen das dann zu verschreiben. Andere Ärzte werden eher zögern, wenn sie sagen, ja, wir haben aber keine große Phase-3-Studien mit 200, 300 Teilnehmern, das fehlt uns noch. Ich setze es erst ein, wenn wir da so eine Sicherheit haben. Wie steht es denn generell um die Akzeptanz innerhalb der Ärzteschaft, wenn wir jetzt diese Aussagen von Ihnen hören, wenn wir solche Studien zur Kenntnis nehmen? Wie sehen das die Profis in dem Bereich? Stehen Sie dem eher ablehnend gegenüber oder sind Sie offen? Versuchen Sie es vielleicht sogar in Ihrer eigenen Praxis? Wie würden Sie das einschätzen, dass wir uns mal ein Bild davon machen können, welches Anwendungsspektrum das vielleicht auch hierzulande bereits hat oder eben nicht? Also man kann vielleicht sich anschauen, wie das in Ländern gelaufen ist, die schon einige Jahre voraus sind. Ja, also Israel, Niederlande, Kanada, einige Staaten in den USA. Es waren immer einige Vorreiter, ja, die zunächst die Therapie eingesetzt haben. Ja, und das gibt dann Weiterbildung für andere Ärzte, sodass nach und nach mehr Ärzte hinzukommen. Ja, also insofern sind alle Vorreiter immer umstritten. Ja, also von der einen Seite werden sie betrachtet als die Leute, die endlich mal die neue Therapie in die Welt tragen und Informationen weitergeben können, Wissen weitergeben können. Und für andere sind sie Leute, die ja eine Droge, die doch eigentlich sehr gefährlich ist, salonfähig machen wollen und das skeptisch betrachten. Ja, es gibt also nicht die Ärzteschaft, sondern es gibt sehr erfahrene Ärzte, die das schon lange anwenden und froh sind, dass es Erleichterungen gibt. Dann Ärzte, die sich so langsam herantasten an die Therapie, mal bei 1, 2, 3 Patienten das versuchen und dann vielleicht Glück haben oder auch enttäuscht sind. Und dann gibt es dann eben auch die Skeptiker, die sagen, nein, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Oder kommen sie in 5 Jahren wieder, wenn die Datenlage besser ist, dann werde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also aber das ist in allen Ländern so. Ja? Und in allen Ländern nimmt die Zahl der Ärzte immer nach und nach zu, die bereit ist, das dann auch mal einzusetzen. Ich hätte jetzt ohnehin sehr gerne den Herrn Dr. Feuerstein gleich mit eingebunden, aber ich habe gesehen, er hat sich gerade per Handzeichen zu Wort gemeldet. Wollen Sie das gerne noch ergänzen? Wenn ich darf zu dem Thema was sagen. Also ich selber habe jetzt keinen direkten Kontakt zu Ärzten. Ich leite ja eine Importfirma, die medizinische Cannabisprodukte nach Deutschland importiert aus dem Ausland und wir beliefern nicht die Apotheken, sondern wir beliefern Großhändler. Ne? Aber indirekt habe ich natürlich schon Kontakt und also mein Eindruck ist, dass auf alle Fälle der Informationsstand bei deutschen Ärzten über die Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis-Medizinprodukten, ich will es mal freundlich ausdrücken, sehr, sehr verbesserungsbedürftig ist und dass es auch Initiativen gibt, diesen Informationsstand zu verbessern.
Jeder weiß, dass man in Deutschland für Medizinprodukte keine Werbung machen darf, aber es gibt verschiedene Pharmagroßhändler, die zum Teil auch jetzt mit Unterstützung von uns in der Zukunft Informationsveranstaltungen machen, zu denen also Ärzte und Apotheker eingeladen werden, auch mal ein Beispielpatient eingeladen wird, wenn ich so sagen darf, um eben fallweise die Wirkungsweise zu erklären. Also ein Großhändler, mit dem wir zusammenarbeiten, den wir auch beliefern, hat einen Neurologen eingeladen, der einen Patienten mitgebracht hat. Und dann haben beide aus ihrem jeweiligen Blickwinkel Wirkungsweisen beschrieben und erläutert. Und ich glaube, von dieser Art von Veranstaltung brauchen wir noch viel, viel mehr, um insgesamt Vorurteile abzubauen und die Informationsbasis sowohl bei Ärzten als auch bei Apothekern zu verbessern. Das ist mein Eindruck. Praktische Erlebnisberichte sozusagen steigert ja dann eben die Akzeptanz möglicherweise unter der Ärzteschaft und ist ja authentischer, als wenn man immer nur theoretisch darüber redet. Ich würde gerne mal einen Schritt weiter gehen hinsichtlich der juristischen, der rechtlichen Situation, vielleicht mit Herrn Dr. Grotenhermen zunächst erst einmal die Geschichte einordnen, sei es was zum Beispiel die Verschreibungsmodalitäten angeht und dann mit Herrn Dr. Feuerstein vielleicht mal die Seite der Industrie beleuchten, weil Sie ja nun als Vertreter der Firma hier sind, die medizinisches Cannabis importiert. Vielleicht könnten wir erstmal dieses Prozedere, diese juristische Seite der Verschreibungswege näher beleuchten mit Herrn Dr. Grotenhermen. Ja, also ich mache es gerne in meinen Büchern so, dass ich Bücher an Ärzte mit einem Kapitel beginne, mein erster Patient. Ja, also wie gehe ich denn vor, schrittweise? Ja, ich habe keine Ahnung, was mache ich jetzt? Das Erste, was ich klären muss, ist, wenn ich Cannabis überlege zu verschreiben, mit Indikation passt, darf ich das verschreiben? Und da gibt es einen Paragraph 13 im Betäubungsmittelgesetz, der sagt, Betäubungsmittel dürfen verschrieben werden, wenn ihr Einsatz begründet ist. Das heißt, ich muss den Einsatz begründen können. Und er ist insbesondere dann nicht begründet, wenn der gleiche Zweck durch ein anderes Mittel erreicht werden kann. Ja, das ist also sozusagen die Voraussetzung. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderes normales Nicht-Betäubungsmittel habe und Cannabis, THC-haltige Cannabisprodukte sind halt Betäubungsmittel, genauso wie Opiate, genauso wie Methylphenidat. Wenn ich also ein anderes Mittel habe, dann müsste ich das erstmal einsetzen. Ja, das muss ich also prüfen. Wenn diese Voraussetzung jetzt gegeben ist, dann darf ich ein Betäubungsmittelrezept nehmen und darf ein Präparat aufschreiben. Und da gibt es halt verschiedene Präparate. Ich hatte schon genannt, es gibt Extrakte, so Tinkturen, Tropfen, es gibt Blüten. Meistens ist es so, dass Ärzte eher gewohnt sind, Tropfen oder Kapseln oder Tabletten zu verschreiben. Deswegen ist diese Herangehensweise für die meisten Ärzte am einfachsten. Die Blüten, 30, 35 Sorten, sind oft eher verwirrend. Ja, wo soll ich damit anfangen? Also wie kann ich da einsteigen? Also wir machen gerade als Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover auch gerade eine Umfrage unter Patienten, bei welchen Erkrankungen hat welche Sorte am besten gewirkt, um auch den Patienten und Ärzten eine Rückmeldung zu geben, wie das in Deutschland ist mit den deutschen Sorten. Ja, normalerweise fängt man als unerfahrener Arzt mit dem Tropfen an, 2x3 Tropfen. Da gibt es also ganz einfache Anleitungen in Büchern oder auch in Vorträgen, die Herr Feuerstein so genannt hat. Ja, und dann muss geschaut werden, gibt es vielleicht eine Möglichkeit zur Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Das würde ich erst machen, wenn ich weiß, dass es wirksam ist. Also man würde erstmal ausprobieren, auf Privatrezept, eine kleine Dosis, 1, 2 Wochen schauen, ob es funktioniert. Und wenn es dann hilft, bei Schmerzen, Appetitlosigkeit, wie auch immer, dann kommt die Frage, dann werden die Voraussetzungen des Paragraph 31 Absatz 6 StGB römisch 5, also Sozialgesetzbuch 5 erfüllt. Da steht drin, unter welchen Voraussetzungen die Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen. Da müssen 3 Voraussetzungen erfüllt sein. Erste Voraussetzung, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Zweite Voraussetzung,
andere Therapien sind unwirksam oder können nach der Auffassung eines Arztes nicht zur Anwendung kommen. Also man muss zum Beispiel, wenn man Depressionen hat, nicht noch das 7., 8. Antidepressivum ausprobiert haben. Es reicht irgendwie einige Antidepressiva. Der Rest ist nicht mehr zumutbar, weil das dauert dann Monate, bis das geklärt ist. Und der dritte Punkt ist, es muss eine begründete Aussicht auf Linderung geben. Und als wir in der Anhörung waren zum Gesetz von 2017, waren wir noch davon ausgegangen, man muss zeigen, dass es bei den Patienten wirkt. Rechtlich hat sich das allerdings so entwickelt, dass diese Aussicht auf Linderung durch klinische Daten belegt werden muss. Ja, das heißt, man muss also als Arzt sagen können, da und da gibt es Studien, die zeigen, Cannabis wirkt bei diesen neuropathischen Schmerzen, es wirkt in diesem Fall zum Beispiel bei Migräne, man muss es darlegen und die Krankenkasse überzeugen. Ja, und die Krankenkasse hat 3 bis 5 Wochen Zeit, üblicherweise, um darüber zu entscheiden. Und dann kann es zulasten der Krankenkasse verschrieben werden. Für die GKV, die gesetzliche Krankenkasse, gibt es klare Vorgaben. Die privaten Versicherer halten sich ungefähr an die Vorgaben durch die GKV. Und dann kann man es auch zulasten der Krankenkasse verschreiben. Es ist zurzeit ungefähr so, dass 2/3 der Anträge angenommen werden und 1/3 wird abgelehnt. Dann kann man einen Widerspruch einlegen, eventuell vor das Sozialgericht ziehen. Also Widerspruch ist relativ häufig. Ja, also Krankenkassen lehnen häufig erstmal ab. Ja, also man muss das Geld ja nicht unbedingt zahlen. Dann einfach nicht irritiert sein, nicht überrascht sein, Widerspruch einlegen und versuchen das durch. Also bei allen Patienten, wo man überzeugt ist, dass es hilft, kann man es versuchen. Ja, also wobei natürlich, wir haben jetzt im Vorstand der ACM auch eine Professorin in einer Hochschule, die hat dann mit ihrem Hochschulgewicht mehr Chancen als der kleine Landarzt wahrscheinlich, wenn er eine nicht so etablierte Indikation auswählt. Aber versuchen kann man es. Und die größten Chancen, muss man sagen, und das zeigen auch die Kostenübernahmestatistiken, hat man bei chronischen Schmerzen. Ja, da sind die, wenn man das sieht, die Anzahl der Kostenübernahmen liegen so bei 70%. Das sind chronische Schmerzerkrankungen, 30% bezieht sich so auf andere Erkrankungen. Bevor wir gleich zur Versorgung kommen, ich möchte nochmal nachhaken. Das klingt natürlich nach relativ hohem Zusatzaufwand auch für die behandelnden Ärzte. Könnte das ein zusätzlicher Grund dafür sein, dass die Akzeptanz eben nur langsam zunimmt oder noch nicht so ausgebaut ist, wie es sein könnte, weil man natürlich hier abwägen muss, boah, da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel meiner Arbeitszeit für solche administrativen Dinge zu leisten. Also so klingt es zumindest. Also das ist ganz richtig. Also es gibt viele Ärzte, die das mit 2, 3 Patienten versuchen und dann stellen sie fest, sie haben für den Papierkorb gearbeitet, um es mal ganz zu formulieren, und dann einfach keine Lust mehr haben. Das einfach dann sein lassen und sagen, das mache ich nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an. In der Tat fordern wir seit langem, dass die Ärzte das entscheiden sollen. Also bei anderen Medikamenten ist es ja ganz normal. Ja? Wenn ich denke, dass ein bestimmtes Mittel eingesetzt werden soll, dann verschreibe ich das als Arzt. Und das sollte natürlich bei Cannabis auch der Fall sein. Und vielleicht kann man, wenn man das nicht so möchte, die Hürde höher legen, dass man sagt, dann sollen bei Indikationen, die nicht so gut erforscht sind, vielleicht 2 Ärzte entscheiden und dann das entscheiden. Aber dass eine Person beim medizinischen Dienst der Krankenkassen, die den Patienten nie gesehen hat und gar nicht beurteilen kann, ob es wirklich hilft oder nicht, das dem zu überlassen, finden wir ein Manko im Gesetz. Ja, also wenn es wirklich begründet ist, wir haben Situationen, stellen Sie sich das vor, da ist ein Patient mit Clusterkopfschmerzen. Clusterkopfschmerzen, die stärksten vorstellbaren Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Auf einer Stufe von 0 bis 10 ist das eine 10, wenn der Kopfschmerz gerade da ist. Wir haben kaum klinische Daten zur Wirksamkeit von Cannabis bei Clusterkopfschmerzen. Ich habe mehrere Patienten mit Clusterkopfschmerzen, wo Cannabis das einzige Medikament ist, das hilft. Und jetzt habe ich den Patienten vor mir sitzen und sagt, ich habe jetzt endlich das Medikament gefunden, das mir hilft. Der Arzt ist froh, das gefunden zu haben. Dann wird ein Kostenübernahmeantrag gestellt und der wird abgelehnt und es gibt keine Chance, den durchzubekommen. Und das ist eine ganz schwere Situation. Das müssen wir nachbessern. Ja? Also da muss der Gesetzgeber noch mal ran, dass er sagt, der Nachweis der Wirksamkeit
muss durch den Arzt erfolgen und nicht durch die klinische Studie. Weil selbst wenn ich eine klinische Studie habe, meinetwegen zu Spastik bei MS, da ist es ja zugelassen, heißt das ja nicht, dass es wirkt. Ja? Ich habe zugelassene Indikationen, wo es nicht wirkt und nicht so gut erforschte Indikationen, wo es wirkt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, da gibt es überhaupt keine Studie. Das ist Tinnitus, Ohrgeräusch. Ich habe einen Patienten mit einem Ohrgeräusch von 90 Dezibel. Das ist Presslufthammer im Kopf. Ja? Der war selbstmordgefährdet. Verständlich. Ja? Tag und Nacht Presslufthammer im Kopf. Das macht man nicht lange mit. Und er hat dann festgestellt, dass er durch Cannabis das umwandelt in ein Rauschen. Er hat mir das vorgemacht, hat gesagt, das macht dann und damit kann er leben. Aber nie eine Chance auf eine Kostenübernahme. Also mehr Vertrauen in die behandelnden Ärzte geben. Wir merken uns das mal, weil wir werden dann gleich noch über politische Rahmenbedingungen und überhaupt über Zuständigkeiten sprechen. Die Zeit schreitet auch voran, die müssen wir auch ein bisschen im Blick behalten. Aber lassen Sie uns mal mit Herrn Dr. Feuerstein über mögliche Herausforderungen hinsichtlich der Versorgung mit medizinischem Cannabis sprechen. Das hatten wir vorhin ja schon mal angesprochen. Bitte sehr, Herr Dr. Feuerstein. Ja, sehr gerne. Also wir importieren Cannabis-Medizinprodukte im Moment Blüten, später voraussichtlich natürlich auch Extrakte aus EU-Ländern, zum Beispiel aus den Niederlanden. Das ist ja das einzige Land, das gegenwärtig in einigermaßen nennenswerten Umfang liefert, auch keine großen Mengen. Und wir importieren eben auch aus Nicht-EU-Staaten. Und das ist nur möglich, wenn man die Voraussetzungen auf der deutschen Seite erfüllt. Also wir haben eine Importlizenz nach § 72 AMG, wir haben eine Großhandelslizenz nach § 42a, wir haben eine AMRAD-V-Genehmigung zum Import bestrahlter Ware, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und dann haben wir sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland erfüllt. Aber das ist erst Hürde Nummer 1 sozusagen. Die Schwierigkeiten, die alle haben, die im Moment von nicht-europäischen Ländern importieren wollen nach Deutschland, sowohl was Blüten betrifft als auch Extrakte, ist, dass es sehr, sehr wenige Anbauer gibt, die in Kanada zum Beispiel sind wir tätig und haben gesucht, die eben Kultivierungsstätten haben, die nach GMP, Good Manufacturing Praxis, EU-Standard zertifiziert sind. Das ist aber die Voraussetzung, um von einem Nicht-EU-Land zum Beispiel nach Deutschland liefern zu dürfen. Daran arbeiten wir. Wir haben also verschiedene kanadischen Lieferanten geholfen oder versucht zu helfen, diese Bedingungen zu erfüllen. Sehr, sehr schwer, zum Teil mit den Richtlinien, mit den Anforderungen, die sehr, sehr streng sind, dort durchzukommen. Und wenn man das dann geschafft hat, wenn also eine deutsche Behörde von einem Bundesland XY, zum Beispiel, wir haben unseren Sitz in Thüringen, dann dort eine Inspektion gemacht hat oder machen wird, dann muss man zusätzlich noch diesen Lieferanten als Lieferant des jeweiligen importierenden Unternehmens auditieren. Das heißt, unsere Qualified Person muss ein Lieferantenaudit machen. Und erst wenn diese ganzen Bausteine zusammengekommen sind, kann man mit den Importen beginnen. Das ist oft ein langer Weg. Ist im Moment natürlich auch durch die Corona-Krise noch zusätzlich erschwert. Keiner reist nach Kanada von den Behördenvertretern verständlicherweise. Es wird jetzt gelegentlich in einzelnen Bundesländern angeboten, sogenannte Remote Audits zu machen oder auch Remote Inspections möglicherweise, also das online zu ersetzen. Das ist aber erst in den Kinderschuhen und wir müssen sehen, ob das wirklich funktionieren wird. Also das sind so die kleinen oder größeren rechtlichen Hürden. Und dazu kommt eben die besondere gegenwärtige Situation. Ein weiteres Thema, was eigentlich behindernd ist, ist, dass, und Herr Dr. Grotenherrn weiß das besser als ich, dass in Deutschland einzelne Bundesländer oder die meisten dieses Cannabis-Produkt als Fertigarzneimittel betrachten, während einige Bundesländer wie Bayern das als Rezepturarzneimittel behandeln, was unterschiedliche Prozedere bei den Zulassungen betrifft. Auch das führt dazu, dass ausländische Produkte zum Teil sehr schwer hier nur zugelassen werden, obwohl, das will ich sagen, der Bedarf ohne Importe überhaupt nicht gedeckt werden kann. Und
Wir haben es jetzt gesehen, also diese niederländische Firma, die über das niederländische Gesundheitsministerium Produkte nach Deutschland liefern darf, hatte auch für einige Wochen so eine Art Shutdown, weil sie technische Probleme hatten mit der Validierung oder was auch immer ihrer Produkte. Das hat dazu geführt, dass da eine Zeit lang gar nichts nach Deutschland reinkam. Das ist für die Patienten furchtbar, ist für die Apotheker furchtbar und dann nutzt man nicht mal ein Rezept eines Arztes etwas, wenn nichts oder nur sehr wenig vorhanden ist. Und daran arbeiten wir, auch indem wir entsprechende Verbesserungsvorschläge bei der Politik machen und hoffen, dass das wirkt, weil der deutlich gestiegene Bedarf in den letzten Jahren, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, kann ohne Importe nicht gedeckt werden. Deutschland hat 3 kleine Lizenzen vergeben an Hersteller, die in Deutschland kultivieren dürfen, mit einer Gesamtmenge ab 2021 von 2600 Kilogramm. Das ist nur ein wirklich kleiner Teil der Menge. Pro Jahr oder pro Monat? Oder? Pro Jahr, pro Jahr, Ja. pro Jahr, pro Jahr. Das ist nur ein kleiner Teil der gegenwärtigen Bedarfsmenge. Dann lassen Sie uns doch vielleicht gleich zu diesem Themenblock, vielleicht will ich mal überschreiben, mit den Worten Marktsituation kommen. Ja. Wer ist eigentlich, damit wir das mal verstehen, politisch zuständig für medizinisches Cannabis? Ja, da könnte man sich vielleicht die EU-Kommission vorstellen innerhalb Europas, aber wer regelt das weltweit, in Europa, vielleicht in der Bundesrepublik? Wie müssen wir das einordnen? EU-weit gibt es eben diesen GMP-Standard, der vereinbart wurde. Der gilt in Portugal, der gilt in Deutschland, der gilt in Frankreich. Also in Südeuropa haben wir ja auch viele Kultivierungsstätten, die jetzt eröffnet werden. Und dann haben wir eben den innerdeutschen Föderalismus, über den ich eben sprach. Das sind so die 3 Ebenen. Insgesamt wird der Markt sich auch angebotsseitig stark öffnen. Wir sind einer von ungefähr 20 Importeuren in Deutschland, die sich mit dem Thema Cannabis befassen. Waren vor Jahren 3 oder 4 Player und jetzt in den letzten 2, 3 Jahren sind über ein Dutzend hinzugekommen. Man sieht es ja auch an den Zahlen, wenn man die Entwicklung sieht, auch die Verkaufszahlen sieht von 2017 bis 2019 plus erstes Quartal 20. Beim Sativex-Spray zum Beispiel sind die verkauften Stückzahlen von 131.000 pro Jahr in 2017 auf 281.000 in 2019 gestiegen. Bei den Cannabisblüten von 1.130 Kilo pro Jahr in 2017 auf 6.728 Kilo, also eine Vervielfachung. Beim Dronabinol auch ein ganz starker Anstieg von 4.300 Kilogramm in 2017 auf 5.544 in 2019. Was man eben merkt, ist, auch das weiß Herr Dr. Grundherrn sicher, dass die Zurückhaltung der Krankenkassen eben Cannabisblütenkostenübernahmen zu machen, immer stärker wächst. Also ich habe gehört, dass die AOK Bayern zum Beispiel gesagt hat, in ein paar Jahren machen wir sowieso nur noch Kostenübernahmen für Extrakte. Also die Bereitschaft, Cannabisblütenkostenübernahmen zu geben, ist deutlich am Abnehmen, meiner Ansicht nach. Und insofern ist es gut, dass der Markt für Extrakte eben auch stark wächst und auch angebotsseitig stark wächst. Es gibt also heute Extrakte, die man beziehen kann in naher Zukunft, zum Beispiel aus Australien. Die haben dort gute Hersteller. Und man ist dann auch nicht dort auf solche marktmächtigen Einzelplayer angewiesen, die im Moment den Markt dort bestimmen. Vielleicht können wir noch mal das etwas klar herausstellen, wenn wir uns die politischen Rahmenbedingungen anschauen, welche Problemfelder, Herausforderungen ergeben sich möglicherweise zum einen für die Ärzteschaft und die Apotheken und zum anderen dann natürlich auch für die Industrie. Also da spreche ich von Produktionsstätten genauso wie vielleicht eben von Vertriebsorganisationen. Also wer von Ihnen antwortet, das müssen Sie sich selber einigen. Vielleicht der eine zum Thema Ärzte und Apotheken und der andere zum Thema Vertrieb, aber ganz wie Sie wollen. Ja. Herrn Dr. Grotenhermen, ja. Ja. Also wir haben ja in Deutschland aufgrund der UN-Konvention eine Cannabis-Agentur eingerichtet.
die sozusagen die nationalen Dinge regelt. Als wir uns im September 2016 getroffen haben, zur Anhörung im Gesundheitsausschuss, da ging es um das Gesetz von 2017, da war es so, dass einige Experten meinten... Da waren Sie auch als Experte geladen, ne? Wenn ich das richtig... Ich war auch als Experte geladen, genau. Genau. Es gab einige Experten, die sagten, Cannabis wird immer eine Ausnahme in der Therapie sein. Ja? Und jetzt stellt man langsam fest, es ist doch nicht so eine Ausnahme. Ja? Ich hatte damals immer schon gesagt, wenn wir die Zahlen aus Israel sehen, aus Kanada sehen, wird Cannabis von 1-2% der Bevölkerung benötigt. Ja? Das heißt für Deutschland 800.000 bis 1,6 Millionen. Und es gab damals Experten, die gingen davon aus, naja, einige Tausend bis vielleicht einige 10.000. Und jetzt müssen alle feststellen, die Krankenkassen, die Politik, das ist gar nicht so. Wie geht man damit um? Als Krankenkasse kann man damit umgehen, dass man sagt, wir werden restriktiver bei der Kostenübernahme. Das ist auch das, was wirklich passiert. Also ich habe jetzt Zuschriften aus Bayern zum Beispiel bekommen. Es gibt teilweise kassenärztliche Vereinigungen oder auch Ärztekammern, die sagen, mal vorsichtig mit der Verschreibung und so weiter. Wir müssen da einen Schritt zurück machen. Und da ist die Frage dann an die Politik, möchte man eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Cannabispräparaten? Das heißt, es ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Oder möchte man aus politischen Gründen Cannabis als sehr, sehr seltene Ausnahme betrachten weiterhin? Und ich glaube, diese Antwort ist noch nicht richtig gegeben. Ja? Da suchen jetzt die verschiedenen Player noch eine gute Antwort. Ja? Und natürlich ist meine Überlegung immer die, ich möchte dem Patienten die beste Therapie anbieten, die ich habe, die es gibt. Ja? Und das ist häufig eben auch Cannabis. Liegt natürlich daran, dass ich darauf sehr stark spezialisiert bin, aber ich sehe auch bei vielen Kollegen, dass sie sagen, ich bin zurzeit relativ frustriert, weil ich feststelle, ich kann meinen Patienten nicht das Optimale anbieten, was ich möchte. Ich arbeite eventuell für einen Papierkorb. Das ist für mich ein riesiger Aufwand, den ich treibe. Und kommt zu einem zweiten Punkt, das ist es ist für Ärzte nicht attraktiv, eine Cannabis-Therapie durchzuführen, was dazu führt, dass viele Patienten auch keinen Arzt finden, der das dann macht. Ja? Und wenn ich es auf einem Privatrezept verschreiben möchte, die Cannabisblüten, die in Deutschland erhältlich sind, die gleichen Blüten, die ich in Holland bekomme, kosten in Deutschland 3-mal so viel. Also in Holland 6 bis 7 Euro in der Apotheke, in Deutschland 22 bis 23 Euro. Das heißt, wenn ich keine Kostenübernahme bekomme, bin ich als Hartz-IV-Empfänger raus. Ja, und das ist, das heißt, wir haben einiges an Aufgaben zu erledigen, wenn man wirklich möchte. Das Primat ist, es geht gar nicht um Cannabis. Das Primat ist eine optimale Versorgung, medizinische Versorgung der Bevölkerung, damit sie arbeitsfähig sind. Also viele Menschen, die Cannabis bekommen, sind dann wieder arbeitsfähig. Ja, nehmen wir den Beispiel mit dem Clusterkopfschmerzpatienten. Der hat Clusterkopfschmerzen, ist Hartz-IV-Empfänger. Würde er jetzt Cannabis kriegen, könnte er wieder arbeiten. Ja, also das sind so Dinge oder viele Patienten. Zusammenhänge, die hier natürlich wirken, auch an diesem Beispiel. Also man muss als Gesellschaft im Grunde ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung optimal medizinisch versorgt wird. Und es gibt gleichzeitig die Ängste, dass zu viel Cannabis in den Markt kommt, ja, dass vieles davon gar nicht wirklich medizinisch ist, sondern vielleicht ein verdeckter Freizeitkonsum, ein Missbrauch. Ja. Wenn man vorstellt, 1-2%, das sind einige 100.000, da denken viele daran, das muss Missbrauch sein. Nein, ist es nicht. Wir können mal ein paar Zahlen angucken. Wir haben in Deutschland nach Ansicht der Deutschen Schmerzliga 5 Millionen schwer therapierbare Schmerzpatienten. Wenn nur 20% davon von Cannabis profitieren, wären das schon alleine 1 Million. Ja? Dazu kommen noch die anderen Erkrankungen. Und wir stellen wirklich fest, einer von 3 bis einer von 5 von Schmerzpatienten spricht auf Cannabis gut an. Das heißt, wir sind mit 20-30% dabei bei diesen 5 Millionen. Ja. Wollen wir das? Oder wollen wir weiterhin
dass die lieber Schmerzen haben. Würde ja unter Umständen, wenn man auch nur diese kaufmännische Seite betrachtet, auf eine Kostenentlastung auf der anderen Seite bringen, bei Medikamenten, die man jetzt nicht mehr benötigt. Also so stelle ich mir das gerade sehr naiv vielleicht vor, aber dann kann man ja gegenrechnen unter Umständen. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Ja? Wir haben viele Leute, die nicht fit sind, gut arbeiten können. Und ein Teil davon könnte durch eine Cannabis-Therapie wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Ja? Wir leisten uns das. Das können wir uns eigentlich als Bundesrepublik eigentlich nicht mehr leisten. Ja? Und da machen andere Länder uns vor, wie es anders geht. Ja. Das ist erstmal so angekommen, Herr Dr. Grotenhermen. Jetzt schauen wir uns mal die Industrieseite an, Vertrieb, Produktion. Welche Herausforderungen durch die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen politischer Natur sind dort zu bewältigen, lieber Herr Dr. Feuerstein? Ja, also wie gesagt, die importbezogenen Herausforderungen habe ich ja bereits erläutert. Ich darf vorab vielleicht noch mal 3 Zahlen nennen. Nach den mir vorliegenden Informationen wurden in 2019 insgesamt rund 267.000 Verordnungen von Ärzten verschrieben für Cannabisprodukte. Davon ungefähr 91.200 für Cannabisblüten, ungefähr 43.900 für Blüten in Zubereitungen und etwa 66.300 Rezepte für Cannabis-Extrakte. So, und jetzt haben wir ja folgende Situation. Wir haben diesen Mehrbedarf, wir haben diese Importmöglichkeiten, von denen ich eben gesprochen habe. Und wir haben aber die Situation, Herr Dr. Grotenhermen weiß das, dass der Arzt natürlich nicht schreibt aufs Rezept 1 Gramm Cannabisblüte mit dem THC-Gehalt von 22% und mit dem CBD-Gehalt von 1%, sondern er schreibt dazu einen Produktnamen, ne, zum Beispiel eines bekannten niederländischen Erzeugnisses. So. Und jetzt haben wir also diese ganzen Import-Bürokratiehürden überwunden, wenn ich sagen darf. Dann ist es immer noch eine Herausforderung, ein neues Produkt mit einem neuen Produktnamen in den Markt einzuführen. Werbung darf man nicht machen, bekanntermaßen, ist ja auch in Ordnung. Also man muss versuchen, diese neuen Produktnamen für die neuen THC-hochwertigen Produkte, zum Beispiel Blüten oder entsprechende Extrakte, erstmal im Markt zu platzieren. Das ist eine ganz starke Herausforderung. Der Arzt kennt die neuen Produktnamen nicht. Ne? Und er wird dann weiterhin Hoch-THC-Produkte oder mit Balance, also CBD, THC im gleichen Wirkstoffstärken verschreiben mit den Produktnamen, die er eben kennt. Das sind ganz wenige. Und daran arbeiten wir in der Industrie mit den vorhin erwähnten Informationsveranstaltungen und mit Bündnissen mit Partnern, um eben an der Stelle erstmal den Informationsstand der Ärzte und der Apotheker zu erweitern. Das ist eine ganz große Herausforderung aus unserer Sicht. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass die zulässigen zum Import freigegebenen Mengen offensichtlich nicht ausreichen, um den medizinischen Bedarf zu decken. Wie groß müsste denn nach aktuellem Stand der Dinge eine zu importierende Menge sein, beziehungsweise eine zur Produktion zugelassene Menge, damit wir hier innerhalb Deutschlands medizinisch für den Augenblick erstmal zurechtkämen? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also es gibt jetzt für 2020 auch nur Quartalszahlen vom ersten Quartal. Ich kann nur sagen, dass dieses Bottleneck, was wir im Moment haben, dadurch, dass wir im Wesentlichen aus den Niederlanden versorgt werden, nur durch steigende Importe gelöst werden kann. Es sei denn, auch dazu habe ich jetzt persönlich zum Beispiel ans Bundesgesundheitsministerium geschrieben. Unser Bundesgesundheitsministerium setzt sich mit dem niederländischen Ministerium für Health, wie es dort heißt, in Verbindung und erhöht diese Exportvolumenquote, die gegenwärtig vereinbart ist. Also dieser niederländische Lieferant versorgt im Moment mit einer Monatsmenge von 3 Kilogramm, 3000 Gramm je Importeur, wir reden da von vielleicht 20 Importeuren, soweit ich weiß, den deutschen Markt. Das ist fast gar nichts, um es mal nett auszudrücken. Und da gäbe es auch die Möglichkeit natürlich, dass das deutsche Gesundheitsministerium sich mit den entsprechenden Experten in Holland zusammensetzt in Den Haag
und da eine höhere Quote verhandelt. Aber ich denke, auch das würde nicht ausreichen. Wir sind dringend auf zusätzliche Importe angewiesen. Die Lücke, wie groß die jetzt im Einzelnen ist, kann ich nicht sagen, aber mit Sicherheit ist eine ganz starke Unterversorgung da. Das kaufmännische Gesetz von Angebot und Nachfrage heißt zumindest, dass bei einem steigenden Angebot und gleichbleibender Nachfrage dann der Preis normalerweise sinken müsste. Sollte man also hier von Seiten der Politik größere Importmengen zulassen, gäbe es dann auch die Hoffnung für diejenigen, die also nicht von der Kasse abgedeckt sind, sondern die es vielleicht aus eigener Tasche bezahlen müssten, dass man auch hier diesen Effekt tatsächlich nachvollziehen könnte? Oder gibt es da noch spezielle Punkte in diesem Markt zu beachten, von denen ich im Moment noch nichts weiß? Ja, also davon gehe ich aus. Also es gab ja jetzt im Frühjahr eine Vereinbarung zwischen Krankenkassen und den Apotheken über einen bestimmten Abgabepreis, einen Apothekenabgabepreis. Der liegt, soweit ich weiß, bei 8,52 € je Gramm plus entsprechende Zuschläge für die Zubereitungen, die Arbeit, die die Apotheker verrichten. Und das setzt natürlich schon mal so ein Max-Level, auch mit Blick auf den Großhandel, der die Apotheken versorgt, und natürlich auch mit Blick auf die Importeure, die den Großhandel versorgen, soweit die Großhändler nicht selber importieren, große Großhändler in Deutschland importieren. Also das hat schon einen gewissen Druck aufgebaut, weil dieser Preisdeckel, Apothekenabgabepreis, natürlich Auswirkungen hat auf die Apothekenabgabepreise, also Stichwort Großhandelsabgabepreise an die Apotheken, und dann natürlich im Schritt darüber auf die Preise, die Importeure bei den Großhändlern erzielen können. Aber würden Sie so weit gehen, dass hier sogar noch weiterer Spielraum vorhanden wäre bei einer stärkeren Öffnung des Marktes? Davon gehe ich aus, ja. Das wird allerdings sehr stark davon abhängen, wie rasch es gelingt, diese vielen zusätzlichen potenziellen Lieferanten GMP zu zertifizieren. Und da gibt es auch in dem großen Land Kanada bisher nur wenige, die von deutschen Behörden einen positiven Bescheid zu einer GMP-Zertifizierung nach EU-Standard bekommen haben. Herr Dr. Grotenhermen hat noch mal gewunken, möchte etwas ergänzen. Ja, vielleicht ein Hinweis. Deutschland ist das einzige Land, was den Apotheken einen Aufschlag von 90 bis 100% auf die Cannabisblüten erlaubt. Wie kommt das? Bis 2017 waren Cannabisblüten keine Arzneimittel. Sie konnten nur mit einer Ausnahmeerlaubnis durch die Bundesopiumstelle an einzelne Patienten abgegeben werden. Und das heißt, der Preis lag dann vielleicht bei 12, 13 € fürs Gramm. Mit dem Gesetz sind Cannabisblüten Arzneimittel und unterliegen der Arzneimittelpreisverordnung. Okay. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Fertigarzneimittel, dann hat es einen festen Preis, dann hätte es weiterhin 12, 13 € kosten können. Oder es ist ein Rezepturarzneimittel. Und da Cannabisblüten meistens nicht als Fertigarzneimittel betrachtet werden, sondern als Rezepturarzneimittel, muss der Apotheker 90 bis 100% draufschlagen. Das heißt, auf mal ist es nicht mehr 12, 13 €, sondern 22 €. Und wir waren, also ganz viele, auch Politiker, waren völlig überrascht, weil wir uns diese technischen Details gar nicht kannten, dass auf mal von jetzt auf gleich die Cannabisblüte meinetwegen aus Holland nicht mehr 12,50 € in der Apotheke kostet, sondern 23 €. Der Apotheker ist verpflichtet, das Döschen zu öffnen und zu gucken, ist es wirklich Cannabis oder vielleicht doch Kamille. Er muss es also testen, überprüfen. Das ist ein bisschen lächerlich, weil in Holland braucht er das nicht. Ja, weil in Holland ist das ja schon getestet, geprüft worden, versiegelt und so weiter. Aber der deutsche Apotheker muss das Döschen nochmal aufmachen und gucken, haben die Holländer das richtig gemacht? Ist die Versiegelung korrekt? Ist wirklich Cannabis drin? Und dafür muss er dann den Aufschlag nehmen. In Holland ist es ein Fertigarzneimittel und das gleiche Präparat ist in Deutschland ein Rezepturarzneimittel und kostet deswegen erheblich mehr. Ja, das heißt, wenn das geregelt würde, geändert würde, ja, es gibt ein einziges Bundesland, Schleswig-Holstein, die das als Fertigarzneimittel betrachten. Die anderen Bundesländer können sich anschließen
Und schwuppdiwupp hätten die Krankenkassen wahnsinnig viel Geld gespart, die Privatzahler hätten sehr viel Geld gespart, die Apotheker würden sich den Vorwurf, die Patienten auszunehmen, das würde vergehen und die Ärzte hätten weniger Sorgen vor Regress und ihren Patienten ein so teures Medikament anzubieten. Da konnte man sich leider nicht so durchringen, weil das wäre jetzt eine einzigartige Regelung gewesen für nur Cannabis und das will man wohl nicht. Das ist schade, aber es ist anscheinend ein Systembruch, ja, den man nicht machen möchte. Im hohen Norden hat man zumindest mal diesen Schritt gewagt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob im föderalen System die anderen Bundesländer vielleicht doch irgendwann folgen. Lassen Sie mich zum Abschluss mit Ihnen noch mal einen Ausblick wagen. Ich würde gerne jeden von Ihnen dazu befragen wollen, was er sich wünscht für die Zukunft zum Thema medizinisches Cannabis. Vielleicht Herr Dr. Grotenhermen im Bereich der Medizin. Und vielleicht dann auch Herr Dr. Feuerstein, Wünsche seitens der Industrie, vielleicht an die Politiker oder an andere Adressaten. Wo müsste etwas geschehen, damit Sie auch zufrieden sind? Also vielleicht möchte ich zunächst mal eine Lanze für die Politik brechen, weil wir sind immerhin in Deutschland eines der wenigen Länder, wo Cannabisblüten von jedem Arzt verschrieben werden dürfen. Also in Israel waren es zum Beispiel eine ganze Zeit lang nur ein Arzt und dann waren es 5 Ärzte. In Deutschland darf jeder Arzt Cannabispräparate auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Das ist eine ganz tolle Errungenschaft gewesen. Ja. Und unter bestimmten Voraussetzungen müssen auch die Krankenkassen bezahlen, was in vielen anderen Ländern gar nicht so der Fall ist. Ja. Ich habe aber gleichzeitig schon die Probleme genannt. Das sind die Preise, die strengen Vorgaben bei der Kostenübernahme und so weiter. Wir müssen mehr dahin kommen, dass wir normale Preise haben. Also in Kanada kostet das Gramm vielleicht 5 €, was in Deutschland 4-mal so viel ist. Ja, das hatte ich Pollard eben schon erwähnt. Israel ist noch günstiger. Ja, warum ist in Deutschland das so teuer? Dann müssen wir uns die Frage stellen, wie streng legen wir Kriterien an für die Kostenübernahme? Wie stark muss die klinischen Daten denn wirklich sein? Und da wird wirklich in Deutschland, glaube ich, sehr übertrieben. Das könnte man sein lassen. Das heißt, man könnte nach dem guten Schritt, den man 2017 gemacht hat, mal in 1-2 Jahren überlegen, was ist denn gut gelaufen, was muss nachgebessert werden und dann lass uns das tun. Und zwar nicht wegen Cannabis, sondern wegen einer guten Versorgung der Bevölkerung mit einem Medikament, was ganz toll sein kann, was natürlich auch gefährlich sein kann, aber das gilt nicht nur für Cannabis, sondern das gilt für viele andere Präparate auch. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal auch in Ihrem Namen bei Herrn Dr. Grotenhermen für die äußerst interessanten Ausführungen und Einblicke. Ich möchte jetzt abschließend nochmal Herrn Dr. Feuerstein nach seinen Wünschen befragen, was er seitens der Industrie hier vielleicht formulieren würde, um seinen Alltag vielleicht noch etwas zu erleichtern und denen letztlich der Abnehmer. Herzlichen Dank. Ja, ich habe in der Zwischenzeit noch mal eine Zahl nachgeschaut, die möchte ich mal in einem Statement voranstellen. Also dieses niederländische Unternehmen, was den Markt gegenwärtig in Deutschland beherrscht, liefert insgesamt an alle Importeure 200 Kilogramm im Monat. Das sind etwa 2400 Kilogramm im Jahr. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was wir an Bedarf in 2019 hatten. Das zeigt ganz klar, wir sind auf zusätzliche Importe angewiesen. Also mein Appell ist, zusätzliche Importe bei Einhaltung natürlich aller Prüfungs- und Qualitätsstandards zu ermöglichen. Vielleicht ist das BfArM, das ja wirklich arbeitsüberlastet im Moment ist, braucht da vielleicht noch zusätzliche Mitarbeiter, Verstärkung. Also mein Appell ist ganz klar, das Angebot aus dem Ausland stärker zu berücksichtigen, stärker hineinzulassen, was dann auch im Sinne von Herrn Dr. Grotenhermen mit Sicherheit dazu führt, dass angebotsseitig ein Preisgefälle entstehen wird, was dann vielleicht mit Verzug, aber bestimmt zeitnah auch an die Patienten weitergegeben kann, um eben diesen Effekt zu erzielen, dass man auch gute Cannabiserzeugnisse in Deutschland vergleichsweise günstiger einkaufen kann.
Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Dr. Feuerstein. Meine Herren, vielen Dank nochmal für Ihre äußerst interessanten Ausführungen. Ich hoffe, die Zuschauer konnten einiges Neues mitnehmen. Ich habe zumindest sehr, sehr viel hinzugelernt. Vielleicht sehen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wieder, um dann auch Detailfragen zu intensivieren, denen nochmal nachzugehen und natürlich dann auch zu überprüfen, inwieweit etwas vorangegangen ist und inwieweit vielleicht auch weitere Fortschritte zu verzeichnen sind. Nicht nur hier in Deutschland, sondern vielleicht in Europa und weltweit bei der Anwendung von medizinischem Cannabis. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke.